Bitte, Maxim, ich weiß, dass du da drin bist. Dein Bett blieb unberührt. Die Erinnerung hatte ich zurück in Rebekkas Zimmer getrieben und schuld bin ich wahr. Aber ich schwöre dir, Maxim, ich hatte doch keine Ahnung, dass ich dasselbe Kleid trug wie Rebekka. Ich wollte, du könntest vergessen, doch du lebst noch mit Rebekka, denn du liebst sie noch immer. Ich hab es längst bemerkt, wenn wir uns küssen, denkst du an Rebekka und kommt sie auch nie mehr wieder. Du wirst ewig auf sie warten, was auch immer ich dir bedeute. Und wenn du mich ansiehst, vergleichst du mich mit Rebekka. Und wenn du durch das Haus gehst, spricht jeder Gegenstand von Rebekka. Wo immer wir gehen und stehen, sie folgt dir nach wie ein Schatten. Was auch immer wir tun, du denkst jedes Mal, das tat ich auch mit Rebekka. Und auch das tat ich mit Rebekka. Und das und das und das und das. Was ich auch tue, ist falsch. Immer wieder steht zwischen uns Rebekka. Sie lebt in deinen Gedanken. Nie wirst du mir ganz gehören. Immer fällt auf mich ihr Schatten. Guten Morgen, Madame. Sie? Sie sind früh auf heute. Haben Sie schlecht geschlafen? Ich habe kein Auge zugemacht. Das Wetter. Der Nebel drückt aufs Gemüt. Sie wissen ganz genau, was auf mein Gemüt drückt, Mrs. Danvers. Ihr Kostümvorschlag. Das Ganze war eine böse, hinterhältige Falle, wie dumm ich nur war. Sie wollten mich bloßstellen. Warum hassen Sie mich? Was habe ich Ihnen getan? Sie wollen Mrs. de Winters Platz einnehmen. Nachts in dem Haus am Meer seufzend Schatten. Hüte dich, fürchte dich, alle Türen sind verboten, versperrt und verwacht. Und wer hier eintritt, soll verflucht sein und verloren. Jeder Raum in diesem Haus atmet Melancholie, alle Dinge hier warten auf sie. Wo du auch immer bist, dein Herz bleibt ruhelos wie die wilde freie See. Wenn der Abend beginnt, singt der Wind. Rebekka, komm heim, Rebekka. Aus dem Nebelreich zurück nach Manderley. Nichts, was ihr sagt und tut, bleibt ihr verborgen. Hüte dich, fürchte dich, sie lässt sich nicht bestehlen und rächt den Verrat. Wer sie beleidigt, wird es eines Tages büßen. Dieses Haus ist ihr Zuhause, alles wartet auf sie, die sie liebten, vergessen sie. Rebekka, wo du auch immer bist, dein Herz bleibt ruhelos wie die wilde freie
das Meer, du wirst nie glücklich werden. Niemand braucht dich. Du bist eine Last für Mr. De Winter. Statt ihr gehörst du in die Friedhofsgruft. Es wäre besser für ihn und für dich. Schluss, ihr habt es beide besser nicht verdient. Ein Schritt in Was ist das? Was ist los? Warte. Alarm in der Bucht. Wahrscheinlich ist ein Schiff gestrandet. Als ein Entenzeich. Mr. Favell? Freut mich, dass Sie sich an mich erinnern, Mrs. De Winter. Was machen Sie hier? Ich liebe Katastrophen. Macht Spaß, dem Unglück von anderen zuzuschauen. Hey ho, ihr Leute, dass keiner sich schont an einem Morgen wie heut. Hey ho, macht heute das Strandgut belohnt, die die Mühe scheut. Die Beamten vom Wachboot sind draußen beim Schiff. Und ein Taucher läuft gerade das Deck. So ist es recht 1000 Jahre lang schon. Strandgut ist handtot und frei. Maxim! Ich bedauere, Mrs. De Winter, wieder nur ich. Aber ich bringe Neuigkeiten. Der Bericht des Tauchers liegt vor. Ich suche meinen Mann. Der Bericht des Tauchers interessiert mich nicht. Was sollte er aber? Als der Mann da unten den Kiel untersuchte, entdeckte er einen Wrack am Meeresboden. Das Segelboot von Rebecca. Gott, ich muss Maxim finden, bevor er davon hört. Warten Sie, das ist noch nicht alles. Im Wrack liegt eine Leiche. Eine Leiche? Gruselig was? Der flache Land, wenn's natürlich gestellt ist, Schicksal von deinem Schlaf. Der Weg bescheißt, der Rumpf ist ein Hund, ist sicher, was weg ist und drauf. Holt es ein Strandgut ist Handgut, bringt es ein Strandgut ist Handgut, tragt es ein Strandgut ist Handgut. Strandgut ist Handgut, holt es ein Strandgut ist Handgut, bringt es ein Strandgut ist Handgut, tragt es ein Strandgut ist Handgut. Strandgut ist Handgut, Strandgut ist Handgut. Fort, sie ist fort, kommt nimmer mehr, liegt draußen im Meer und kann nie mehr zurück. Versunken, Oh, Maxim. Ich hatte solche Angst um dich. Bitte, Maxim. Bitte verzeih mir. Dir verzeihen? Was hätte ich dir zu verzeihen? Wegen gestern Abend. Aber das ist nicht mehr wichtig. Nichts ist mehr wichtig. Zu spät. Unser kleines bisschen Glück. Vorbei. Aus. Ich weiß, Maxim. Gegen Rebecca komme ich nicht an. Sie ist zurückgekehrt. Mehr denn je sehnst du dich nach Rebecca. Niemand kann sie dir ersetzen. Du wirst immer um sie trauern. Darum wirst du
werf es dir nicht vor. Und ich will dich nicht trennen von Rebecca. Du musst mich gar nicht lieben, wenn ich nur bei dir sein kann und dir Liebe und Trost zu geben. Ich weiß, sie lässt dich niemals los. Du liebst sie zu sehr. Zu sehr? Rebecca? Ich habe sie nicht geliebt. Was? Ich habe Rebecca gehasst. Sie war doch bösartig, gemein, durch und durch verdorben. Zur Liebe war sie gar nicht fähig. Keiner hat sie durchschaut. Jeder Mann, der sie sah, war fasziniert, wie freundlich und charmant sie war. Alle führte sie hin, das Licht, genau wie ich. Sie lief in ihr nach und umschwärmten sie. Jeder war wie vom Sinnen, genau wie dein Lächeln war je so kalt, es nahm mir den Verstand. Vielleicht vergess ich ihr Gesicht, jedoch ihr Lächeln vergess ich nicht. Erinnere dich an die Fahrt in die Berge mit mir. Ich fuhr auch mit ihr auf die Höhen von Monte Carlo. Dort hat sie mir erklärt, dass sie mich nur benutzt. Ich schlag ein Deal vor, sagte sie schlau. Ich betrüg dich weiter, doch ich spiel deine Frau. Aus Angst vor dem Skandal ließ ich mich ein auf den elenden Handel. Scheidung war für den Winters Tabu. Die Familienehre war mir mehr wert als mein Stolz. Und das wusste sie und genoss den Triumph. Dein Lächeln war je so kalt, wie gut hab ich's gekannt. Vielleicht vergess ich ihr Gesicht, jedoch ihr Lächeln vergess ich nicht. Zuerst tat sie ihren Teil, ja, und sie spielte die Ehefrau und Mandalay, so wie es heute bewundert wird. Sorgsam wird, ist gänzlich das Werk von Rebecca, doch dann nun sie ohne jeden Charme. Ihre Liebhaberei hat ihr Mutshaus die Nächte verbracht. Ich warnte sie, doch ihr Blick war voll Spott. Dein Lächeln war je so kalt. Einer ihrer Liebhaber war ein Cousin von ihr. Ein windiger Bursche namens Jack Farwell. Ich kenne Farwell. Er war hier, als du in London zu tun hattest. Warum hast du mir nicht davon erzählt? Weil ich dachte, es würde dich wieder an Rebecca erinnern. Mich an Rebecca erinnern? Mein Gott, als ob das nötig wäre. Eines Nachts kam sie heim aus London, doch sie blieb nicht im Haus. Und als ich Licht im Bootshaus sah, da war ich sicher, dass sie mit Farwell hier unten war. Genug ist genug, dachte ich, und ging zum Bootshaus. Doch siehe da, Rebecca war allein. Gelangweilt lag sie auf der Couch, und der Aschenbecher voller Kippen stand am Boden. Sie war blass, schwach, doch voll Hass. Ich sagte ihr, du brichst ein verdammtes Versprechen. Du bist schamlos, du treibst es in meinem Haus, so als ob's ein Bordell wär. Da stand sie auf, warf den Kopf zurück und sagte lächelnd: Was machst du, wenn ich ein Kind bekomme? Man wird denken, es wär deins, auf jeden Fall ist es meins. Und einmal wird Mandalay ihm gehören. Eine perfekte Gattin, Max, wird die perfekte Mutter sein. Und du spielst ihn, Papa, als der perfekte Narr. Dein Lächeln war je so kalt, so lächelte nur sie. Mir stieg das Blut zu Kopf und ich stieß sie weg. Und sie stürzte und fiel. Ich weiß nicht, wie es geschah. Sie lag da. Ich dachte, ich helfe ihr auf.
lächelte noch. Dann trug ich sie auf die Boot und brachte sie nach unten. Schon fuhr ich das Boot hinaus und versenkte, so man es heute fand. Sie hat mich besiegt, sie wird mich noch nicht und ein Lächeln war je so kalt. Es war mir die Bestand. Es ist ihr Lächeln, das ich vor mir seh. Wohin ich auch geh, kein Lächeln war je, kein Lächeln war je so. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Es ist alles aus. Rebecca hat gewonnen. Unsinn, Maxim. Außer dir und mir weiß niemand auf der Welt, was wirklich geschehen ist. Und niemand wird es je erfahren. Schau mich doch mal. Das Kind in deinen Augen ist verschwunden. Ja, ich werde nie mehr ein Kind sein. Kannst du mir noch ins Gesicht sehen und mir sagen, dass du mich noch immer liebst? Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Sensation daraus. Mr. De Winters Bild auf Seite 1. Jetzt kommt die ganze Sache wieder hoch. Leg die Zeitung weg. Was geschah wirklich in der Bucht von Mandalay? Schmierfinken. Guten Morgen, Fred. Guten Morgen, Madame. Ich habe nicht gewusst, das konnten Sie auch nicht. Ich dachte, ich schau mal kurz vorbei nach allem, was gestern passiert ist. Mr. De Winter ist in der Bibliothek. Mit Oberst Julian. Der Oberst kam vor einer halben Stunde unangemeldet. Soll ich ihm sagen, dass Sie hier sind, Madame? Nein, Robert. Da störe ich besser nicht. Wie lieb von mir vorbeizukommen. Guten Morgen. Ich wollte sehen, wie du mit allem fertig bist. Du weißt also, was passiert ist. Ganz Cornwall spricht über nichts anderes. Jetzt wird der ganze Fall wieder aufgerollt. Man wird die genauen Umstände des Todes von Rebecca untersuchen. Es war ein Unfall, Bee. Ja, gewiss. Aber warum ist Oberst Julian dann hier? Doch bestimmt in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident des Bezirks. Er muss Maxim befragen. Eine Formsache. Ich fürchte nein. Es wird eine öffentliche Voruntersuchung geben, neue Ermittlungen und die Entscheidung, ob es zu einer Anklage kommt. Doch der arme Maxim, er hat eine falsche Frau identifiziert damals. Gar nicht auszudenken, wohin ein neues Verfahren führen kann. Es wird nirgends hinführen, Bee. Wie immer die Untersuchung ausgeht. Maxim hat nichts zu befürchten. Ich bin wirklich froh, dass er dich hat. Du glaubst an ihn, wenn er zweifelt an sich. Du fühlst die Angst, die er nie eingesteht. Gibt er die Hoffnung auf, reicht ein Hut für zwei. Du zeigst ihm einen Weg, auf dem es weitergeht.
Schöne Tanz, und ziemlich schnell ist jetzt sah sie etwas so wild. Sie ist jetzt meiner This is the winter. Glaubt ich will, sie wird uns nicht verlieren. Aber jetzt kommt mit weiter nach dem Bus. Was geschieht, wurde sehr wurscht und verneuen. This is the winter, this is the winter. Bei allem Respekt, Madame. Sie hätten mir mitteilen müssen, dass Sie die Zimmer umzuräumen wünschen. Das finde ich nicht, Mrs. Danvers. Aber ich habe Ihnen anderes zu sagen. Zum Beispiel, ich mag keine Orchideen, ich möchte stattdessen Azaleen. Ich will die Töpfe hier morgen nicht mehr sehen. Das sind die Orchideen von Mrs. De Winter. Es riecht muffig hier, drum machen Sie doch ab und zu das Fenster auf. Mrs. De Winter will das nicht. Sie will, Sie irren sich, Mrs. De Winter bin ich. Ich schreib nicht auf Briefpapier, das einer fremden toten Frau gehört, auf den Müll damit. Es ist nichts mehr wert. So wie das Buch mit ihren Nummern und Adressen. Das liegt immer hier, stets griffbereit, so wie die Vers und das Papier. Mrs. De Winter will das so. Oh nein, Sie irren sich, Mrs. De Winter bin ich. Diese Porzellanfigur wird nicht schon mein Figur. Sie soll Mrs. nicht De Winter erwartet sie auf eine Option. Mrs. De Winter sagt, wieder zu sterben. nein, nein, Ich will sie ergeht nicht. Und sie sich wie ein Gast. Sie ist stark im Macht des Todes. Ich habe lange nicht selbst verleugnet, dass sie allein ich war. Sie hört von Chateau, doch jetzt wieder nicht, dass sie sterben. Sie ergibt sich, Mrs. De Winter, was auch immer geschah. Sie steht nein, sie bleibt es nah. Bitte, Maxim, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Warum zum Teufel sollte mich irgendwer aus der Ruhe bringen? Du verlierst so leicht die Fassung. Maxim, was immer auch passiert, ich liebe dich. Da ist ja Mr. De Winter und keineswegs allein. Die Frau, die ihn begleitet, muss seine Neue sein. Jetzt spricht der Oberst an, fängt die Verhandlung an. Wegen meiner Eigenschaft als Polizeipräsident von Carroll habe ich diese Voruntersuchung einberufen. Es soll entschieden werden, ob im Todesfall Rebecca De Winter die Einleitung eines Kriminalverfahrens geboten ist. Mit der Leitung habe ich Untersuchungsrichter Nathaniel Horridge betraut. Mr. De Winter, Sie haben am 23. Juni vergangenen Jahres eine Leiche als Ihre vormalige Ehefrau Rebecca De Winter identifiziert. Die Leiche war von Meerwasservögelchen steht. Ich dachte, es sei eine Frau. So ein Irrtum ist sehr einfach zu verstehen. Wasserleichen sind entsetzlich anzusehen. Geht's bloß um diese Kleinigkeit, dann ist es schon um die Zeit. Ich habe hier den Bericht des Hafenmeisters über die Bergung des Segelboots. Hier steht, unter Deck fanden wir eine Leiche. Die Leiche von
Rebecca de Winter. Warum hat Ihre Frau nicht versucht, das sinkende Boot zu verlassen? Woher soll ich das wissen? Nun, sie war eingesperrt. Die Luke nach oben war verschlossen. Die Luke war versperrt, warum, zu welchem Zweck? Auf jeden Fall war sie beim Klettern unter Deck. Und als das Segelboot versank, war sie gefangen und ertrank. Kam das öfter vor, dass Ihre Frau nachts allein aufs Meer hinausfuhr? Sie war eine gute Seglerin und das Boot war seefest. Niemand konnte ahnen, dass es kentern würde. Das Boot ist nicht gekentert. Der Bericht des Hafenmeisters ist da ganz eindeutig. Im Bootsrumpf waren Löcher, offensichtlich von innen gebohrt. Und die Schotten waren geöffnet. Das Boot wurde vorsätzlich geflutet und versenkt. Der Bootsrumpf war bedroht, man hat das Boot versenkt. Ein Unfallschein aus, was immer man auch denkt. Hielt nicht ein unglücklicher Mord, dann war es Selbstmord oder Mord. Mr. de Winter, wussten Sie von den Löchern im Rumpf des Bootes? Wie hätte ich davon wissen können? Zu hören, dass das Boot vorsätzlich versenkt wurde, das überrascht Sie also. Selbstverständlich überrascht mich das. Was soll die Frage? Nun, wenn es nicht Rebecca de Winter selbst war, dann muss jemand mit ihr auf dem Boot gewesen sein. Warum sagen Sie mir das? Mr. de Winter, gab es Probleme? Probleme in der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer verstorbenen Ehefrau? Das ist eine Unverschämtheit. Was soll das? Meine Ehe war. Ich lehne es ab. Das sind verdammte Unterstellungen. Gottes Willen, Mrs. de Winter, sie ist ohnmächtig. Die Verhandlung wird auf Freitagnachmittag 2 Uhr vertagt. Danke, dass Sie mich zurückgebracht haben, Pfaffe. Oh, nicht zu danken, Danny. Ich komme immer wieder gern nach Mandalay. Was denken Sie, wie wird es nun weitergehen? Wer weiß. Die Herren Geschworenen werden dem ehrenwerten Maxim de Winter keinen Mordverdacht anhängen, es sei denn, ein klarer Beweis zwingt sie dazu. Sie müssen fort, Pfaffe, nehmen Sie die Hintertür. Oh nein, Danny, ich bleibe. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu besprechen mit Mr. de Winter. Wie Sie wollen. Ich habe Sie gewarnt. Hey, Frith, altes Haus, bringen Sie mir einen Whisky Soda. Was suchen Sie hier? Wer hat Sie hereingelassen? So energisch auf einmal. Wie schön, dass Sie sich erholt haben von Ihrem Schwächeanfall, Mrs. de Winter. Mein Mann wird gleich hier sein. Ich würde es nicht riskieren, ihm unter die Augen zu treten. Ach, wissen Sie, ich riskiere es. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Sie haben Hausverbot. Ach, der getreue Frank. Der standhafte, keusche Diener seines Herrn. Was wollen Sie? Was ich will, ist ein Haus. Kein Palast, nur eine Villa. Vor dem Portal ein Cabrio. Im Keller reichlich Veuve Bisher versuchte ich es leider, wie andere Trottel mit Talent und Fleiß. Inzwischen habe ich gelernt, in dieser Welt kommt man nur weiter, wenn man die goldene Regel weiß. Eine Hand wäscht die andere Hand, ich halt das Maul und kassiere. Geheimes Wissen ist wie ein Band, das jeden Feind mit mir vereint, solange ich profitiere. Ich will in London meinen Schneider, ich will am Strand von Cannes mein Stammhotel. Ich will nicht knausen mit dem Geld, und wenn es einmal knapp wird, dann will ich Nachschub, und zwar schnell. Eine Hand wäscht die andere Hand, ich halt das Maul und kassiere. Geheimes Wissen ist wie ein Band, das jeden Feind mit mir vereint, solange ich profitiere. Natürlich steht ihr zu Mr. Winter, ihr wohnte gut in seinem Haus.
Er trinkt den feinen Wein von ihm und stimmt ihn in der Tinte, holt er euch selbst verständlich raus. Eine Hand wäscht die andere Hand. Jeder lässt sich gern schmieren. Er ist schon gern ein Denunziant. Wir sind loyal, auf jeden Fall, solange wir dabei und mir hilft es über den Schock. Raus! Etwas mehr Mitgefühl, Max. Rebecca war doch meine Lieblingscousine. Und was ich heute erfahren habe, ist nicht leicht zu verdauen. Ihr Boot vorsätzlich versenkt. Löcher im Bootsrumpf. Wer macht denn sowas? Kommen Sie zur Sache. Nun, die besitzen einen klaren Beweis dafür, dass es kein Selbstmord war. Wenn Sie im Besitz eines Beweisstückes sind, dann müsste es den Behörden aushändigen. Ja, das muss ich. Aber das heißt für einen gewissen Max in the Winter Gefängnis. Schwurgericht. Galgen. Und seine junge Frau will er damit zur Witwe machen. Das bringe ich nicht übers Herz. Mir schwebt da eine Art Vereinbarung vor. Eine Hand wäscht die andere. Ich komme Ihnen entgegen und Sie mir. Sie verstehen schon. Allerdings, ich verstehe sehr gut. Zum Glück hat mich Oberst Julian hierher begleitet. Oberst, bitte kommen Sie. Guten Abend. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Ich hoffe, es geht Ihnen besser, Mrs. de Winter. Ja, danke, Oberst. Jack Favell, der Cousin meiner verstorbenen Frau. Er hat mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Favell, Sie sind dran. Diese Zeilen hat Rebecca an mich gerichtet. Wenige Stunden bevor sie angeblich auf ihr Boot ging, um sich umzubringen. Leider war ich nicht zu Hause. Ich bin soeben aus London zurückgekommen und gehe jetzt ins Bootshaus hinunter, wo ich auf dich warte. Egal wie spät es wird, komm unbedingt. Ich habe dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Rebecca. Ich frage Sie, schreibt so eine Frau, die den Entschluss gefasst hat, Selbstmord zu begehen? Haben Sie eine Ahnung, was für eine wichtige Mitteilung Rebecca de Winter machen wollte? Ich weiß nur, dass sie nie und nimmer Selbstmord begangen hat. Sie hatte gar keinen Grund. Es ging ihr blendend. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber für Mord gibt es ein Motiv. Ein starkes Motiv. Die Eifersucht eines eitlen Ehemannes. Wenn Sie wissen wollen, wer der Mörder ist, da sitzt er mit seiner gottverdammten Arroganz im Gesicht. Favell hat mich immer gehasst. Sie erheben da eine schwerwiegende Anschuldigung. Haben Sie irgendeinen Beweis? Einen Zeugen? Warten Sie. Er war doch heute Nachmittag bei der Verhandlung im Gericht. Warum hat er den Brief nicht dem Untersuchungsrichter vorgelegt? Er wollte Geld. Er wollte uns den Brief verkaufen. Einfach eine saubere Erpressung. Erpressung ist nie sauber. Und selten einfach. Bitte sehr! Wir haben Sie, was Sie brauchen. Wettrezitat und einem Bootshaus rum. Du warst unten in der Mauerplatz. Was hast du gesehen? Raus mit der Sie Sprache! machen ihm Angst. Wenn nichts gemacht, bin brav. Wenn... Sie erinnern sich doch an die verstorbene Mrs. de Winter. Oh, bitte nicht ins Heim! Mach's Maul auf! Wenn... Haben Sie etwas Ungewöhnliches beobachtet? Wenn nix gehört, wenn nix gesehen. Sie ist fort jetzt. Kommt nimmer mehr. Draußen im Meer drunten und kann nie mehr zurück. Versunken, ertrunken. Ein großartiger Zeuge. Sie können gehen. Ein
ein Komplott. Hier stecken alle unter einer Decke. Der Zeuge konnte ihre Behauptung nicht bestätigen. Und was das angebliche Mordmotiv betrifft, so gibt der Brief gar nichts her. Sie behaupten, ein Verhältnis mit Rebecca de Winter gehabt zu haben, aber nicht einmal das könnten Sie beweisen. Oh doch, das kann ich. Robert! Mrs. Danvers soll in die Bibliothek kommen. Mit Rebeccas Kalender vom letzten Jahr. Mrs. Danvers ist lediglich unsere Haushälterin. Haushälterin, dass ich nicht lache. Danny war Rebeccas engste Vertraute. Sie wünschen Mr. de Winter. Oberst Julian möchte Sie zum Tod meiner verstorbenen Frau befragen. Sie waren heute ja bei der Voruntersuchung. Dann wissen Sie ja, wie Rebecca de Winter ums Leben kam. Wenn sie sich nicht selbst getötet hat, dann wurde sie ermordet. Sich selbst getötet? Ausgeschlossen. Mrs. de Winter liebte das Leben. Das Einzige, was sie fürchtete, war krank zu werden. Sie sagte immer zu mir, wenn ich sterben muss, Danny, dann muss es rasch gehen. Bloß kein elendes Dahinsiechen. In welcher Beziehung stand Mr. Favell zu der verstorbenen Mrs. de Winter? Er ist ihr Cousin. Komm schon, Danny, stell dich nicht blöd. Ich weiß ganz genau, worauf er hinaus will. Ich habe dem Oberst schon gesagt, dass Rebecca und ich uns liebten. Liebe war Spaß für sie. Über so etwas, was sie erhaben. Sie verachtete die Männer. Am Tag ihres Todes war Rebecca de Winter in London. Friseur um 12, 1 Uhr Lunch im Club, Baker 2:30 Uhr. Wer ist Baker? Diesen Namen hat sie nie erwähnt. Die Telefonnummer steht dabei. Mr. Crawley, rufen Sie dort an. Vermittlung. Ja. Bitte verbinden Sie mich mit London 687 0488. Mr. Baker. Mit wem spreche ich? Ja, bitte. Ich verstehe. Vielen Dank. Eine Privatklinik. Dr. Baker hat dort seine Praxis. Ein Frauenarzt. Das erklärt alles. Rebecca war schwanger. Ich nehme an, ich hätte an jenem Abend erfahren sollen, dass ich Vater werde. Der eifersüchtige Gatte muss es rausbekommen haben. Und keiner wusste besser, dass sie von ihm nicht schwanger sein konnte. Er war ihr zuwider. Ich werde morgen nach London fahren und diesen Dr. Baker aufsuchen. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich komme mit. Ich kann die Schlagzeile in der Presse kaum erwarten. Von Monte nach Mandalay. Der Leidensweg einer Mörderfrau. Du verdammte! Axel, geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie Mandalay bis zur Klärung dieser Angelegenheit nicht verlassen. Warum zum Teufel sollte ich Mandalay verlassen? Oberst, ich werde Sie ebenfalls nach London begleiten. Dann war sie bald in London. Um 12. Spätestens 12:30. Der Arzt heißt wie? Ich glaube Dr. Baker. Sie war bei ihm Patientin, Traumarzt. Was weiß er über sie? Dieser Verdacht ist schrecklich und verhässend. Mord, es ist unglaublich. Die Jury hat das Verfahren noch nicht eröffnet. Noch niemand ist beschuldigt. Warum dann nur der scheußliche Verdacht? Es ist Oberst Julians Pflicht, er muss den Vorwurf klären. Doch hinter alledem steckt Verrät. Der Kerl gibt keine Ruhe. Die Ratte wittert morgen Luft. Die Wahrheit kommt heraus, so oder so. Ist dieser Baker ein richtiger Arzt? Und das heißt, dass er schweigen muss. Was wird aus uns, wenn es wirklich ein Mord war? Was wird aus uns, wenn man ihn kennt? Was sagt der Arzt? Was weiß er von dem Toten? Warum kommt denn kein Anruf? Was ist los? Was steht das Telefon? Und er ließ keinen Zweifel an der Diagnose. Ja. Ja, natürlich. Nein, nein. Es
Das habe ich nicht erwartet. Gut, der Spätzug, ich hol dich ab. Was ist Maxim? Was hat dieser Dr. Baker gesagt? Keiner hat sie durchschaut. Sie hat jeden getäuscht, sogar den Arzt. Sie gab den falschen Namen an. Bald führte sie hinters Licht. Von Schwangerschaft keine Spur. Oh nein, sie war krank. Sie war krank auf den Tod. Was fehlte ihr? Sie hatte Krebs. Zur Operation war es zu spät. Der Arzt gab mir noch 6 Wochen. Das erklärt den Selbstmord. Ja. Sie wollte sterben und mein Leben zerstören. Ich war ihr nah wie niemand sonst, doch sie verschwieg mir, wie es sie stand. Mein ganzes Leben gab ich ihr. Ich liebte sie, doch sie hat mich verraten. Es ist so nichts mit dir. Worauf noch warten, wenn ich dich nie wiedersehe? Sinnlos ist dieses Haus so wie nach ihrer Rebecca. Soll nichts bleiben, wie es war, noch Jetzt ist alles überstanden. Sie wollte mich zum Mörder machen und dachte, es sei ihr gelungen. Deshalb dieses böse Lächeln. Sie kann uns nichts mehr antun. Ich stand am Abgrund und sah in die Tiefe. Mein Herz war heiß und jede Hoffnung tot. Und ich stand hinter dir und hatte Angst um dich, weil unsichtbare Schatten dich umgaben. Wie wäre es mir ergangen ohne dich? Warum dann noch fragen? Zeit zu vergessen, Zeit zu erwachen. Jenseits der Nacht, jenseits
Merkwürdig. Es ist doch erst 2 Uhr morgens. Es sieht aus, als ginge da drüben schon die Sonne auf. Das ist nicht die Sonne. Das ist Mandeley!